Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Agrarian Skies. Wir waren hier das nächste Mal mit den Erzen beschäftigt und da geht es auch gleich weiter. So. Wir haben dafür Erze, das heißt Full Herd, zack. Und eine große Last wird uns von den Schultern genommen, denn wir haben 2 Erze. Super. So, trotzdem geht's weiter. Mein Ziel für diesen Part ist so der Casting Call und ja, let's go. Und für das brauchen wir auf jeden Fall Erze und Erze haben wir oben, und zwar brauchen wir das. So, das wird wohl hier drin stehen. Genau. Wir brauchen das Aluminium Brass. Das heißt, wir brauchen 3-mal Aluminium und 1-mal Kupfer. 3-mal Aluminium haben wir jedoch noch nicht. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Äpfel. Und das wiederum heißt, wir bauen Cobblestone ab. Ja, diese Arbeit wird im Moment noch sehr langweilig sein und das wird auch für die nächste Zeit so bleiben. Also für die nächste ziemlich lange Zeit, denn bis wir das Ganze automatisieren können, brauchen wir schon einiges. Und ich weiß vor allem noch nicht, wie ich das Ganze automatisieren soll mit dem Gravel herstellen. Ich weiß nicht, ob man mit dem Pulverizer oder ich weiß gar nicht, vielleicht kann man Gravel so. Das interessiert mich jetzt. Wir können Cobblestone in den Pulverizer zu Gravel umwandeln. Das ist toll! Und somit können wir das Ganze wirklich komplett automatisieren. Also, das heißt, ich habe jetzt auch eine Idee dazu, denn ja, das letzte Mal, als ich das Ganze gemacht habe, habe ich das nicht komplett automatisiert. Okay, ich bin auch nicht wahnsinnig weit gekommen, aber durch das Wissen weiß ich jetzt schon ziemlich genau, wie ich das Ganze anstellen kann, dass das Ganze automatisiert wird. Und das finde ich ziemlich geil, denn diese Aufgabe mit dem Gravel ist ja nicht sonderlich spannend. Ach ja, das mit dem Casting Spell, oder wie es auch schon wieder geheißen hat, muss ich ja zuerst mal noch vorlesen. Ist ja schon eine richtige Ewigkeit her, seit wir die letzte Quest abgeschlossen haben. Aber zuerst werden wir das Erzzeugs durchmachen. Jupp. Ja. Viel mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Ja. Jetzt sind wir dann fast durch. Dann können wir das Ganze wieder reinschmeißen. Ich hoffe, wir haben zu wenig Aluminium. Das heißt wiederum, wir müssen nochmals ein bisschen Aluminium
Aber nein, natürlich nicht Aluminium. Natürlich Cobblestone. Und zwar machen wir das in unserer Stückzahl 5. Dann müssen wir zuerst noch kurz drin gehen, dass auf keinen Fall, also dass wir auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass Zombies und so weiter spawnen, denn das ist dann bekanntlicherweise nicht ganz so witzig. So, ja. Und Siefen. Tin. Noch ein Aluminium. Aluminium. Iron. Aluminium. Gut. Und das war's dann. Und das Zeugs wächst ganz langsam. Nein, der hat sogar schon was mit 43%. Das ist gar nicht so schlecht. So, die Peaches. Ups. Zum Teil bereits halb durch. So, machen wir jetzt das Aluminium und das Copper. Nur so kurz zur Info, ich bin immer so, dass ich nur so viel Erz bereit mache, wie wir auch sicher brauchen, und dass ich den Rest sein lasse, weil ich zu faul bin. Genau. So, Aluminium. Und Aluminiumdust. Genau, und jetzt müssen wir dasselbe noch mit dem Copper machen. So, genau. Crushed. Ups. Crushed. Und Pulver. Und ups. Zack. Jetzt haben wir das Zeugs, jedoch haben wir bereits wieder ein Hungerproblem, und da wir das momentan noch nicht lösen können, ist das wahrscheinlich definitiv das letzte Mal, dass wir uns Essen schieben. Dann beim nächsten Mal werden wahrscheinlich diese Peaches bereits fertig gewachsen sein. Und dann können wir auch die Karottenfarm ein bisschen erweitern, und dann können wir ab dann Karotten essen. Genau. So. Wir brauchen einen Eimer, um das ganze Lava-Zeugs da rauszufischen und einzufüllen. Denn wir brauchen das Ganze jetzt in diesem Tank. Und hier rein kommt Copper und Aluminium. Das wird erst eingeschmolzen und dann Raw Aluminium Brass. Und wir müssen nein, Buch. So, jetzt muss ich das Ganze zuerst mal noch vorlesen. To create more powerful tools and weapons, you will need to make casts for forming molten metal into tool parts. Use the wooden pattern to make stone parts of the tool pieces you wish to make cast of. Right-click a casting table with a stone part and pour aluminium brass or gold over them to form casts. A seared brick or regular brick will make an ingot cast. Combine cast parts into tools with the tool station or tool forge. Yep, das war's nun bereits gewesen. Und da ist gestanden, dass wir entweder Regular Bricks, das finde ich spannend, das finde ich sehr spannend. Das heißt, wir können kurz das Clay hier einschmelzen in einen Brick und können dann so einen
Ingot Cast herstellen. Und die Ingot Casts brauchen wir auf jeden Fall. Das ist so ziemlich der wichtigste Cast. Und jetzt können wir hier auf das Ausrüstung klicken und dann wird das Ganze schön mit einer schönen Animation aufgefüllt und wir haben so ein Cast hergestellt. So, aber vorerst will ich zuerst noch eine Kiste herstellen, in die wir die ganzen Casts neben der Schmelze hineinstellen können. Genau. Und zwar hierhin. So, da rein kommt jetzt das erste Cast. Das Bock könnte ich gerade auch noch hineinwerfen und jetzt. Eigentlich können wir gleich 3 davon herstellen. Und diese brauchen wir in Massen. So. Das war's dann wieder hiermit und als nächstes da habe ich was vergessen rauszuwerfen und als nächstes brauchen wir diese 2 Casts, die hier, der Ingot war der einzige von diesen 2 und noch der Pickaxe, das heißt wir müssen hier so eine Pattern hier stellen. Ups. So, machen wir gleich 2 davon. Haben wir 2 Pattern und diese kommt hier rein und wir müssen den Pickaxe raussuchen. So. Als nächstes müssen wir diese Pickaxe Dingsbums so hier rein und machen so einen Pickaxe Heat. Jetzt brauchen wir dieses Heat Pattern oder wie was auch immer das genau ist nicht mehr, sondern nur noch dieses Steindingens und können dieses dann gießen und haben nun den Pickaxe Heat Cast. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Hahaha. Und nun haben wir die Quest abgeschlossen und SafariNet, Liquid Slime Bucket oder Reward Bag. Ich entscheide mich für das Safari Dings. Genau. Und wir haben ein Boot mit Feather Falling 5. Interessant. So, und wir haben einen Full Guard Cast. Das ist ebenfalls interessant. Dieser Cast wird auf jeden Fall gleich reinkommen und der Rest weiß ich noch nicht, was wir damit machen wollen und deshalb werde ich jetzt mit dem Rest zuerst mal Barren machen. Übrigens, falls ihr das nicht gemerkt habt, also wahrscheinlich habt ihr es nicht gemerkt, und das ist ja nicht so wahnsinnig offensichtlich, verdoppeln wir die Erze, wenn wir sie hier drin einschmelzen und deswegen ist die Schmelze auch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Ja, genau. Boah, das war jetzt knapp am Abgrund vorbei. Das war jetzt wirklich ein bisschen knapp. So. Wir haben die Quest da abgeschlossen. Dadurch eine neue Quest mit Erze, Igniter, Autonomous Activator und Vacuum Hopper erhalten. Für diese brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, 2 Emeralds und 2 Dias und diese haben wir im Moment noch nicht. Ja, auf jeden Fall sehe ich so, dass der Tag sowieso wieder zu Ende ist und deswegen
verabschiede ich mich bereits wieder von euch und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr doch einen Daumen nach oben gebt oder sonst irgendeinen coolen Kommentar hinschreibt und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao Leute!